Ja, beim TÜV Rheinland wird man nicht nur abgeschleppt. Nein, hier geht es natürlich um Sicherheit. Ich habe Sebastian bei mir, den alten Hasen aus dem Showgeschäft, schon ein paar Jahre dabei. Gestern gab es Cocktails und heute gibt es gute Gespräche. Ja. Sebastian? Ja, wie eigentlich immer auf der Messe. Warum seid ihr auf der Spielwarenmesse? Das ist Tradition und für uns natürlich unser Business, unsere Kunden zu besuchen, Gespräche bei uns am Stand, mit ihr bei uns seid, ist auch immer schön, ne? Wie gestern. Wir wollen natürlich gerade so die sicherheitsrelevanten Themen einfach näher bringen. So, was sich ändert in der Norm, in den Anforderungen für Spielzeug, die sich ja immer weiterentwickeln. Deswegen, man verbindet TÜV ja meistens mit Fahrzeugen, egal ob Zweiräder, Dreiräder, aber hier geht es tatsächlich nicht um diese, sondern um Spielzeug. Deswegen, sag mir mal, wie hat sich das entwickelt? Was gibt es alles zu beachten? Also wir prüfen Spielzeug seit 1955. Das war wahrscheinlich wirklich die erste Prüfung auf der Welt, die bei uns stattgefunden hat. Hat sich natürlich dann über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt. Also von den Kollegen, die wir haben, die dann irgendwann in Rente gegangen sind, haben wir dann einfach Erfahrungen mitbekommen, Einschätzungen und davon zählen wir halt auch immer noch. Ne? Also das ist eine Branche, die bei uns halt super angesehen ist, auch im Haus. Ne? Also Spielzeugprüfung gibt es halt nicht. Das ist für uns schon ein Privileg. Also praktisch das, was man auch auf Spielanleitungen oder sowas findet, wenn da steht, nicht für Kinder unter 6 Jahren, weil Schluckgefahr oder so, das kommt von euch? Wir finden das nicht, ne? Wir arbeiten in der Normung mit, aber die Anforderungen haben sich dann über die Jahre halt entwickelt, werden mittlerweile immer höher. Da müssen wir halt checken, befolgen, ne, Tipps geben, was möglich ist, was man machen kann im Markt, ne, Behörden, Branche. Ne, also wir suchen da schon das alles ein bisschen so unter den Hut zu kriegen, ne, ein gutes Netzwerk aufzubauen. Safety first heißt es auf jeden Fall bei euch. Ihr habt auch einen Bildschirm dabei. Ja. Da sieht man auch so ein bisschen, wie das Ganze abläuft, was ihr da so für Maschinen und so habt. Können wir uns das mal anschauen? Na klar. Gehen wir einmal darüber. Ihr kommt einmal mit. Aha, so, jetzt schauen wir mal. Gleich schwingt es nämlich um. Du selbst, machst du das dann auch? Produkte auf Sicherheit testen oder sitzt du mehr am Schreibtisch? Ja, mittlerweile mehr am Schreibtisch. Ich bin Abteilungsleiter in der Abteilung bei uns, also in der reinen Spielzeugprüfung. Und bin seit 19 Jahren in der Branche. Also es so alt ist er doch noch gar nicht. Wahrscheinlich so mal, ich glaube, 15., 16. Messe. Wahnsinn. Ja. Ihr habt's ja nicht weit. Nee, wir sind tatsächlich da, U-Bahn, einmal umsteigen und das war's. Ne? Also brauchst du gar kein Hotel, du kannst zu Hause schlafen. Ja. Der TÜV Rheinland kann manchmal ist zu das Hause Hotel schlafen. vielleicht auch besser, ne? Aber wenn man zu viel Cocktails hatte. Wenn Red Night ist oder Standparty, dann aber dann lohnt sich das schon. super lokal, ne? So unser Ding aus Nürnberg, unsere Spielzeugprüfung, Spielzeugmesse in Nürnberg, Spielzeugbranche in Nürnberg, also da kommen wir schon her. Ne? Also die Anforderungen haben sich halt über die Jahrzehnte entwickelt, ne? Was Kleinteile angeht, was verschluckbare Teile angeht, was Spitzen, Kanten angeht. Also es ist halt dann irgendwann durch Schadensfälle halt leider entstanden. Also es ist nicht nur, dass sich es jemand ausgedacht hat, sondern irgendwann ist vielleicht mal ein Kind was verschluckt und dann wurde halt die Größe bestimmt. Ne? Also das ist schon ein bisschen Wissenschaft dabei. Absolut, ja logisch. Kann man sich auch, oder hier eben die Reißfestigkeit wird dann auch getestet, ne? Dass da nicht so viel, Die Prüfmittel, die du da siehst, das sind halt alles Spezialdinge. Ne? Das ist alles extra für Spielzeugprüfung. Ne? Speziell dafür entwickelt. Und wie du sagst, klar, Unfälle sind dann leider passiert und dann hat man probiert, das Ganze zu verbessern und zu optimieren. Eigentlich reagiert man erst, wenn was passiert ist. Ne? Also als EU, als Länder, ne? Da muss dann irgendwie entgegenwirken. Und dann werden halt neue Normen ausgearbeitet oder neue Anforderungen. Aber also hat man in Deutschland andere Normen, andere Anforderungen als... EU ist so unser Ding. Also wir können USA, Kanada, Australien, Neuseeland, also wir können das alles abbilden bei uns. Für GS-Zertifizierungen gibt es nochmal spezielle Anforderungen im EK2, also die halt nochmal leicht über der gesetzlichen Anforderung sind. Aber das ist jetzt, man kann sagen, das ist so unser Standard, ne, den wir sowieso machen. Ja, Sebastian, das war sehr spannend. Hoffen wir, dass in Zukunft definitiv dank euch weniger passiert. Den Kindern oder auch den großen Kindern. Ja. Toll, dass ihr Teil von uns seid. Und bis nächstes Jahr spätestens wieder. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke sehr.